glaubt, die Jungs bei Kobi sind heimliche Hobbymeteorologen. Blitz, Nebel und dann donnert's. Das sind Leute da in Polen. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, ihr habt es am Intro schon gesehen und ich hoffe, ihr habt auch diesen kleinen Gag deuten können. Wir sprechen heute über das Kobi-Set 2258, den Opel Blitz 3,6 365 und den Nebelwerfer 41. Die Limited Edition, die aktuelle. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich es sogar beim Community Tab hier auf meinem Kanal geteilt. Und was ich da teile, muss ich auch mal bauen. Und deswegen baue ich heute für euch dieses Set. Ich freue mich schon. Kommt mit mir hier auf den Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt ganz genau an. Da haben wir den Karton, den mir gerade ganz brandheiß der Postbote in die Hand gedrückt hat. Die 2258 Limited Edition. Und wir sehen hier schon am Karton die Nummer 34, also wird gleich auf dem Zertifikat die 34 stehen. Ich schneide den Karton jetzt einmal auf. Tada, dass ihr auch seht, dass es wirklich drin ist. Ein Fest, das ist heute ein doppeltes Unboxing. Und da haben wir den Karton. Wuppdiwupp. Schön, geht an die Seite. Da sehen wir Blitz 3,6 365 und den Nebelwerfer 41. Da sehen wir ihn hier, den Fahrer, den Kanonier Limited Edition 1:35. Oh, hier sehen wir eine Ruine und da hinten die Messerschmitt, die ich euch auch noch vorstellen werde. So, Rückseite, da sehen wir den Blitz in seiner Form. Wir sehen hier, das Schöne ist ja dieses neue Anthrazit, dass wir die Seiten runterklappen können, den Nebelwerfer in Action. Und hier sehen wir komplett die Länge und diese typischen schwarzen, ich glaube gelaserten Fliesen. 327 Steinchen und 2 Minifiguren. Von oben das typische Scan Me, wir kennen es von Kobi, ich habe es aber noch nie gemacht. Hier sehen wir wieder, wann das Set gebaut wurde und die typische Minifigur in 1:1 und natürlich Pad Printed und ganz unten wieder hier Made in the EU und das babylonische Sprachgewürz. Jetzt machen wir einen kleinen Cut und dann schneide ich den Karton auf. Ja, Freunde, kleiner Tipp noch, hier, wenn ihr den Karton so vor euch habt, ist rechts auf der Seite in den Laschen immer eingedruckt, wann das Set produziert wurde, mit Uhrzeit auf die Sekunde genau. Es sollte eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt hier nicht September dran steht, aber lassen wir uns überraschen. So, auf die Seite, scharfes Messerchen und dann hier ja durch die Klebeschicht schneiden. Das macht der Jörn immer nicht so gerne und das kann er auch immer nicht so gut. Ihr seht es schon, ich hasse das. A, weil ich nicht gerne Kartons aufschneide und B, weil das hier immer so eine Frickelei ist. Ich nehme ein anderes Messer oder wir nehmen die Finger. Manche können das auch mit den Fingern machen. So, zack. Und da sehen wir es, ich muss selber gucken, ja, am 20.09., also wirklich, das Baby ist ganz, ganz neu. So, ihr dürft als Erste reingucken, als erstes, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen, außer dunkel. Karton geht an die Seite. Da haben wir das Zertifikat in klein, so als Pappe mit Unterschrift und der Nummer 64, aber wieder so ein 34, Entschuldigung, aber wieder so ein, ja, fast plastikartiges Papier, aber natürlich so, also wirklich schon ein bisschen edel, kann es verstehen. Diesmal halt im kleinen Format und die Fliese, die gelaserte, ich hole sie raus, ich lege sie an die Seite. So, schön finde ich, dass Kobi ja immer so einen Umschlag mit dabei hat. Hier haben wir diese Fliese, die wir dann nachher sehen, nochmal im Review, wenn das Set fertig ist. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten, wieder 4 Plastik. Schauen wir mal, Kobi, für 327 Steinchen 11 Tüten. Und da haben wir die Anleitung, die ja fast genauso groß ist wie das Zertifikat. Nö, genauso groß. Können wir also alles theoretisch hier reinpacken. Kobi, da habt ihr euch was bei gedacht. Finde ich gut. Ja, Pad Printed. Und hier sehen wir wieder Nebelwerfer und das Fahrzeug und den typischen, ja, das typische Kartondesign. Das alte, wie ihr wisst. Kobi baut da ja bald neue Kartons. So, Kobi Steinchen bzw. Anleitungen. Das ist immer sehr simpel, denn was wir bauen ist farbig, was wir schon gebaut haben
ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben oft auch Anlegepunkte, falls wir Steinchen haben, die wir so nicht kennen, gerade wenn wir vielleicht von Lego kommen oder auch nicht von Lego kommen, ist egal, aber hier sehen wir halt, die Fliese legen wir hier an und dann wissen wir genau, wie groß sie ist, da Kobi ja oft ungerade Steinchen hat. Ja, dann schauen wir mal. Kobi hat halt, wie immer natürlich ist es klammergebunden, aber Kobi hat halt keine Bauschritte in dem Sinne, sondern ich meine Seitenzahlen, sondern nur Bauschritte. Wir haben hier 49, bis das Gespann komplett fertig ist. Die letzten Seiten sind immer die Teileübersicht und ein bisschen Werbung, die heute aber quasi auf der Rückseite der Karten ist. Diese Karten kann man, finde ich, hier ist es eigentlich ganz gut, da kann man es rausschneiden, also eine extra Seite, da finde ich es top für dieses Tabletop-Game, also top. Besser als wenn man das hier so aus der Seite rausschneiden kann, das ist wirklich cool. Ja, ein bisschen Werbung, wie ich gesagt habe, die R14, die R15, oh, das Warzenschwein, die A10 und die Harrier, richtig cool. Kobi macht uns immer auf den letzten Seiten schön schmackhaft auf mehr Sets und ja, den Jagdpanzer 38T Hetzer. Ha, Freunde, der kommt auch bald. Den darf ich euch auch bald vorstellen. Aber jetzt nicht lange reden. Ich baue euch jetzt das Set und dann könnt ihr euch ein paar Infos im Speedbuild reinziehen. Ihr wisst ja, Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und dann schauen wir uns nachher ganz zum Schluss nochmal in die Augen. Davor aber das Review. Aber nicht verzetteln. Wir bauen jetzt. Ich habe richtig Lust. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und bitte, liebe Freunde und Freundinnen, seht es mir nach, wir reden heute nicht über den Opel Blitz. Denn Kobi hat ja noch ein tolles Set, nämlich den Opel Blitz vom Deutschen Afrika-Korps im Petto. Das Video kommt auch bald auf meinen Kanal. Und deswegen sprechen wir heute über den 15 cm Nebelwerfer 41. Die Entwicklung der Raketenwerfer begann mit den sogenannten Rauchspurgeräten. Die Rauchzylinder-Serie wurde bei der Luftwaffe entwickelt. Das Heer begann mit einer Rakete von 11 cm Kaliber. Die für die Nebeltruppe vorhergesehene 15 Kilogramm schwere Rakete wurde aus einem 3250 mm langen Gitterrohr verschossen und erreichte eine Schussweite von 4,5 Kilometern. Diese Rakete ging jedoch nicht in die Massenproduktion. Sie bildete aber die Grundlage für das Do-Gerät 38, das zuerst für die Fallschirmjäger vorgesehen war. Do-Gerät deshalb, weil es unter der Aufsicht von General Dornberger entwickelt wurde. Mit dieser Waffe, einem einfachen gitterförmigen Rahmen, Schießrinne genannt, wurde die 40 Kilogramm schwere 15 cm Werfergranate verschossen. Der Schwarzpulver-Treibsatz führte nicht nur zu zahlreichen Frühdetonationen, sondern die Streuung war bei einer Schussweite von 5,5 Kilometern mit 230 Metern viel zu groß. Das 53 Kilogramm schwere Do-Gerät 38 hat sich daher nicht bewährt. Zur Munition des Do-Gerätes entwickelte man nun den 15 cm Nebelwerfer 41. Die Bezeichnung Nebelwerfer war übrigens eine Tarnbezeichnung und führte von der ursprünglichen geplanten Eigenschaft der Nebelerzeugung durch Granaten. Die sogenannte Nebeltruppe wurde als Vorbereitung auf eine mögliche chemische Kriegsführung gebildet. Die Bezeichnung diente zur Verschleierung der tatsächlichen Bestimmung. Man kann hier von einer frühen ABC-Truppe der Wehrmacht sprechen. Der 15 cm Nebelwerfer 41 bestand aus 6 kreisförmig angeordneten Rohren, die auf eine Speziallafette der 3,7 cm Pak 35 bzw. 36 montiert worden waren. Die glatten Rohre hatten eine Länge von 1,30 Meter. In den Rohren waren jeweils 3 Führungsschienen für die Werfergranaten angebracht. Die 6 Geschosse konnten innerhalb von nur 10 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von 340 Metern die Sekunde bis zu 10 Kilometer weit verschossen werden. Die Streuung betrug 130 x 80 Meter. In diesem Viereck schlugen 50% der Geschosse ein. Die Waffe wog in Feuerstellung 540 Kilogramm, in Fahrstellung 590 Kilogramm. Die 6 Schuss wurden innerhalb von 10 Sekunden verschossen. Maximal waren 3 Salven in 5 Minuten möglich. Die durchschnittliche Fertigungszeit eines Werfers betrug 3 Monate bzw. 650 Arbeitsstunden. Gefertigt wurde der Werfer in den Hallen der Firma Heinichen in Sachsen und bei den sächsischen Textilmaschinenfabriken in Chemnitz. Ja, Freunde, das war die kleine, kompakte Geschichte der Nebelwerfer 41 und auch ein bisschen der Nebeltruppe der Wehrmacht. Viel Spaß jetzt beim Review vom Gespann mit dem Opel Blitz.
Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, wir sind fertig mit unserem Gespann von Opel Blitz 3,6, 365 und Nebelwerfer 41. Es hat Spaß gemacht zu bauen, ganz solide kleines Kobi-Modellchen, aber ein bisschen tricky bei der Farbe, diesem Anthrazit. Es ist manchmal schwer zu erkennen, ist jetzt hier in der Anleitung schwarz oder das Anthrazit, das Grau gemeint. Das kann man manchmal nicht so gut erkennen, gerade wo die Anleitung ja so klein ist. Verstehe sowieso nicht, warum Kobi bei so, natürlich sind es nur, ihr seht es ja, 327 Steinchen, aber bei einer Limited, da könnte man ruhig ein bisschen den Karton schon größer machen. Trotzdem ein tolles Fahrzeug, über den Werfer reden wir gleich. Schauen wir uns erst nochmal den Opel an. Er ist eigentlich fast baugleich mit dem 2254 bzw. 2253, außer dass wir jetzt wirklich hier eine richtige Pritsche haben und vor allen Dingen diese schönen Fliesen hier vorne, die eine Holzmaserung haben. Und das Schöne ist an dieser Pritsche, wir können wirklich hier die Klappen runter machen und wenn ihr wollt zum Beispiel und noch was überhaupt an Steinchen oder ein altes Kobi-Set besitzt, was auch 1:35 ist, dann schlachtet es aus und baut euch eine Fehlings-Flak hier drauf. Das habe ich mal als Revers-Modell gehabt. Vielleicht könnte man von Wirbelwind die Flak drauf bauen, weiß ich nicht. Aber das bietet hier einiges zum Mocken an. Generell müsst ihr nur hier einfach den Aufbau wegmachen und könnt euch mit diesem Fahrzeug einen Opel Blitz bauen, so wie ihr es wollt. Einziger Unterschied sonst noch halt zum 2254 ist hier diese Rückwand. Die ist anders, kann ich euch auch gleich zeigen, denn ich habe ihn ja auch hier, den 2254, und wir machen ihn mal kurz ab, hier das Verdeck. Und da seht ihr schon, dass wir hier andere Rückwände haben. Hier nur dieses dünne Teil und hier halt massiv gebaut, sogar mit angedeutetem Glas. Ja, die Farben unterscheiden sich und natürlich auch die Videos, denn hierzu gibt es noch ein extra Video und dann zeige ich euch auch, was man nämlich noch aus den Opel Blitz machen kann, aber dafür im Video dann halt vom 2254. Wir sprechen aber ja weiter hier über die 2258. Also mir gefällt es ganz gut mit dem Klappen, sonst ist alles halt beim Alten, außer halt die Farbe. Ich zeige es euch nur. Richtig schönes Modellchen. Ganz toll, ja auch wieder hier das Kobi bedruckt hat und die Steine auch wieder zusammengebaut sind. Also im Werk drückt einer die Steine zusammen und bedruckt es und packt es dann euch so in die Verpackung. Hier vorne die Stoßstange, die würde ich euch empfehlen zu mocken, aber auch da dann im anderen Video mehr. Ja, das Fahrzeug ist ein solider deutscher Lastwagen aus Rüsselsheim. Kommen wir zum Werfer. Der Werfer hat hier schön so eine kleine Anhängerkupplung, die kann man hier dran bauen. Seht ihr mit der Lasche, fällt bei mir aber immer ab und auch ich würde euch empfehlen, lasst es weg. Ihr baut euch ja vielleicht so wie ich, ein kleines Diorama mit mit dem Werfer in Position und das geht ganz cool, finde ich ganz schön hier auch. Er hat diesen Teller zum Aufbocken, so wie die Werfer ja wirklich in der Stellung waren, mit gespreizter Lafette und dann dieses Rohr. Es war ein bisschen tricky zu bauen, dass man halt diese Rundung hinkriegt. Man muss halt diese 1x2er, diese abgerundeten, die das Ganze halten, ihr seht es hier leicht angedeutet, in der richtigen Form bringen, also wie ein Dreieck und dann werden die Rohre so drauf gebaut. Aber ich finde es cool, ein toller Werfer, ist ja ein rudimentäres Gerät, sage ich mal, dieser Werfer. Und ihr könnt ihn auch schön hier an den C-Clamps in die richtige Schräge bringen. Das passt perfekt. Bisschen enttäuschend ist das, was Kobi uns an Steinen überlässt, nämlich eigentlich nur ein Scheinwerferglas, eine Bügelperle, so eine Noppe und den Aufnopper, sage ich mal, für die Bügelperle. Und was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass Kobi halt hier so 3 Granaten uns dabei liegt, wobei die Werfermunition, glaube ich, nämlich ein bisschen anders ausgesehen hat. Highlight, und ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, als es noch in der Tüte war, dieses Schild wieder gelasert mit den Informationen zum Set und natürlich auch ein bisschen Highlight, diese Figuren. Die eine Figur hat feste Schuhe oder Schuhwerk, die andere hat dieses neue gebaute Schuhwerk. Warum das unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Lustig ist der Mann mit dem verschmierten Gesicht und auch der Schraubenschlüssel bei Kobi, den man immer nur quer in die Hand packen kann. Sonst kann das Männchen nämlich diesen Schraubenschlüssel nicht halten und natürlich der Kanister mit Benzin. Schönes kleines Ballwerk, was man immer gerne bei diesen Sets hat. Wir Kobi-Experten sagen ja immer, entweder Stacheldraht oder Benzinkanister, das macht ein Limited Edition Set aus. Trotzdem hat mir das Set Spaß gemacht. Wie gesagt,
Es ist halt dieses neue Panzergrau, Anthrazit wie der Wirbelwind oder das Sonderkfz 251 und es passt da gut in die Reihe ran. Maßstab, habe ich euch vergessen zu sagen, ist 1:35. Habt ihr aber vielleicht auf dem Karton gesehen. Ja, Freunde, und apropos sehen, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir schauen uns noch einmal freundlich in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende. Das Set hat richtig Spaß gemacht, aber einen Fehler habt ihr bestimmt gemerkt. A, habe ich es euch schon unten eingeblendet und B, ist es mir hier auch wirklich schwer gefallen, denn auf dem Karton kann man die 5 nicht erkennen, beziehungsweise das S, was ein S ist, nämlich als 5 deuten. Wir sprechen hier von einem Opel Blitz 3,6 Tonnen S. S für Standard Hinterradantrieb. Aber keine Angst, beim Video zur 2254, da mache ich es richtig. Wie gesagt, man kann hier wirklich nicht erkennen, dass es ein S ist und auch hier auf dem Zertifikat auch nicht. Ich hätte drüber nachdenken können, aber ich habe mich halt hier, wie ihr ja gemerkt habt in den Fakten, auf den Nebelwerfer konzentriert. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ihr habt auch gemerkt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dass ich auf dem Community-Tab das Ding geteilt habe. Kobi hat hier mittlerweile richtig Probleme damit mit ihren Servern und deswegen kriegt man nicht mehr mit, wenn sie Limited Editions auf den Markt bringen. Deswegen ist halt so die Frage, soll man das überhaupt noch unterstützen? Hier wollte ich es einfach, weil ich nur einen Opel Blitz habe, nämlich den vom DRK und ich wollte jetzt hier noch unbedingt diesen Anthrazit bzw. panzergraufarbenen Opel haben. Man kann ja nie genug Opel haben, was komisch klingt, denn ich bin eigentlich VW-Mann. Aber das ist eine andere Geschichte. Und vor allen Dingen, und das wissen wir wirklich, der eigentliche Star ist der Werfer. Ihr wisst vielleicht, die Kobi Werfersets, die es gab, die kriegt man nicht mehr so einfach. Ja, Freunde, einfach wollte ich nochmal sagen, Dankeschön, es werden immer mehr hier, dass ihr mit mir diese Reise geht, so steil wie eine Rakete hier aus unserem 15 cm Wurfgerät. Freut mich echt, dass ihr mit mir diese Reise mitgeht und ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Fehler mit der 365. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, das klingt ziemlich blöd, da kommen selbst nicht die Leute in Rüsselsheim drauf. Egal. Was ich euch auch noch sagen möchte ist, wenn ihr auf meinem Kanal guckt, rechts oben in der Ecke, da gibt es einen Telegram-Kanal. Und auf diesen teile ich euch Bilder und Links und manchmal gibt es da auch Angebote. Ich weiß, das können andere besser, aber ich versuche so im Rahmen meiner Möglichkeiten, das an euch zu teilen. Zum Beispiel, wenn so eine Limited Edition wie diese hier kurzfristig auf den Markt kommt. Denn ich glaube, das waren jetzt wirklich nur 1-2 Wochen mit Ankündigung und Auslieferung. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, das Set wurde am 20.09. hergestellt und heute haben wir beim Drehschluss hier den 23.09. Also von daher richtig fix, Kobi. Und das habe ich beim Community-Tab geteilt und das möchte ich, wenn ich es bekomme als Info, mit euch auf dem Telegram-Kanal teilen und mich auch gerne mit euch darüber unterhalten. Und dann gibt es ja auch noch den Discord-Link unten in der Videobeschreibung. Generell schaut mal ruhig in die Videobeschreibung rein, da findet ihr immer ein paar Infos rund um die Sets und Links und so weiter. Und auf dem Discord findet ihr ganz viele tolle Menschen, mit denen ihr unter anderem auch über Kobi nerden könnt. Und vor allen Dingen auch mit mir ab und zu mal im Talk. Ja, genug gelabert und gar nicht mehr hier über den Opel 3,6 S und den Nebelwerfer, aber das musste einfach mal raus. Also einen vielen lieben Dank an euch. In diesem Sinne, ich habe euch lieb, ich weiß, ihr habt mich lieb. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.